Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute nochmal auf EU12 am Sonntag. Tag 3 ist angebrochen. Die ersten Spieler haben gestern an Tag 2 bereits schon Stufe 200 geknackt, was natürlich auch sehr gut ist. Und ja, wir haben gestern auch das letzte Mal jetzt die Woche reingestreamt in den neuen Tag. Wir haben sozusagen jetzt die Streaming-Woche beendet. 5 Tage am Stück war ich jetzt jeden Tag live gewesen. War auf jeden Fall sehr, sehr cool. Vielen lieben Dank für den ganzen Support und alle Leute, die auch dabei gewesen sind. Jetzt geht es erstmal wieder normal weiter, sag ich mal, in dem normalen Zyklus, den ich so oder so angeplant hatte. Also ich sag mal so, ja, 2 bis 3 Mal die Woche, ne? Und natürlich immer nebenbei jeden Tag weiterhin die YouTube-Videos natürlich, ne? Ja, auf jeden Fall spielen wir hier weiter natürlich den Necro. Wir sind Stufe 444 haben wir erreicht, 440, lol. Und ja, 2 Leute haben hier schon die 200 plus gestern erreicht, kurz nach oder kurz vor 0 Uhr schon. Haben wir wieder einmal RGB Gem mit 225 und Anabolic mit 215. Ja, der einzige Dämonenjäger über 200, der einzige... Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal jemals hatte. Live im Video Tag X Achievement freigeschaltet. Ja, hatten wir letztes Mal gerade auch jetzt im Stream gehabt kürzlich, wo Leute teilweise nach einem Jahr oder so noch nicht Tag X erreicht haben. Ja, jetzt seht ihr, was ihr machen müsst. Ihr müsst einfach nur ein YouTube-Video aufnehmen und das veranlasst euch Tag X zu unlocken. Ja, mehr müsst ihr nicht machen quasi dafür. Nee, also es ist komplett random. Wir werden dich wissen lassen, wenn es soweit ist. Es ist wirklich komplett random, wann das Ding hier aufploppt. Es kann sein, dass es am ersten Tag schon kommt. Aber wie gesagt, es gibt anscheinend auch wohl Spieler, die schon über ein Jahr drauf warten. Ja, also immer geduldig weiterspielen. Irgendwann wird es schon kommen. Ja, sehr cool. Haben wir das mal direkt im Video hier. Das ist ganz nice. Ja, ansonsten der Rest vom Schützenfest hält sich so hier in den Bereichen zwischen ja, 130 bis 160, 70, 80 so circa. Gibt viele Spieler, die es ein bisschen chilliger angehen lassen. Ich will nicht sagen, dass es hier schlecht ist auf jeden Fall, was die Leute hier gemacht haben. Wir kennen es nur von vergangenen Serverstarts so, dass teilweise Leute wirklich auch extrem krass ausrasten und wir an Tag 3 die komplette erste Seite mit Stufe 200ern voll haben. Deswegen, sag ich mal, ist es in dem Sinne jetzt nicht ganz so übertrieben heftig, aber trotzdem natürlich immer noch eine Leistung. Jetzt haben sich mittlerweile über 30.000 Spieler auf den Server hier angemeldet, ja. Also da sind auch schon ein paar Leute hinzugekommen. Und ja, wenn wir so auf die Top-Gilden schauen, so Order of Phoenix ist so die Gilde, die jetzt so am meisten heraussticht. Das ist die Gilde von Zombie. Die haben hier auch eine extrem hohe Ritterhalle schon tatsächlich an Tag 1 gehabt, aber ja, bauen die natürlich jetzt noch weiter aus. Demzufolge haben die natürlich auch extrem heftige Steine. Und dann haben wir noch so, ja, sehe ich hier öfter noch Synergy auf jeden Fall, hier und da. Und ansonsten ist es eigentlich relativ bunt gemixt und ich glaube, so sieht es auch aus im Elevator. Wenn wir uns mal da die Top-Platzierung anschauen, dürfte, glaube ich, Phoenix ja, auf Platz 1, Synergy auf 2 und dann haben wir einen starken Abfall, sag ich mal, zu Platz 3, Platz 4 und Platz 3, da wird definitiv noch gekämpft, denke ich mal, jetzt um Platz 3. Das sind ja die Hauptsachen hier, dass man in die Top 3 kommt, das wäre schon sehr gut. Jo, ansonsten ist danach halt wirklich gar kein Herankommen so großartig, ne? Ja, wir persönlich haben in unserer Gilde jetzt noch niemanden, der den Limbo erreicht hat. Demzufolge können wir hier auch vom Höllenangriff nicht großartig partizipieren. Und ja, mal gucken. Mein persönliches Ziel ist es jetzt noch am Wochenende vielleicht auf Biegen und Brechen Stufe 50 zu erreichen. Es fällt mir auf jeden Fall auf dem Server hier deutlich schwerer als auf den letzten Servern. Das liegt aber daran, weil ich auf den letzten Servern in Gilden gespielt hatte, wo die Ritterhalle ein bisschen höher war und die Steine schon extrem viel ausmachen zum Start, sag ich mal, ne? Also da könnte man schon, ja,
könnte man schon vielleicht nicht doppelt so viel haben. Also klar, man könnte schon so viel haben, wenn man sich die ersten Plätze so anschaut. Ne, das hatte ich gestern im Video auch zum Beispiel verglichen. Wenn wir jetzt hier mal jemanden gucken, so auf unserem Level, sehen wir, hier hat 110er Steine, 117. Ja, also das ist so auf jeden Fall das, was möglich ist. 346 würde auch gut hinkommen mit ungefähr Hälfte mehr. Ne? Deswegen, das macht auf die Stat-Punkte, die man momentan hat, schon extrem viel aus. Ja, aber mal gucken. Ich jag mich hier auf jeden Fall auf den Server nicht und verausgabe mich auch hier nicht. Wir lassen das hier natürlich ganz chillig angehen und ja, was kommt, das kommt und alles andere ist Zusatz, nehmen wir mit auf jeden Fall. Ne? Ja, ich hatte ja schon angekündigt, dass wir so extrem krass auf dem Server hier nicht mehr, also ja, nicht so lange spielen. Ansonsten, was ganz interessant ist, auf F21, da sind wir mit am weitesten gekommen im Elevator, in der Höllenattacke, und auf meinem Main, da haben wir leider nicht ganz so viele Teilnehmer gehabt im Höllenangriff, was aber okay ist, weil wir sind sowieso, ja, ganz weit abgeschlagen von Platz 1 auf dem Server. Hier ist Horizon ja, ne, auf dem Server. Da haben wir sowieso keine Schnitte gegen. Ne. Wir müssen nur aufpassen, dass wir von Slicer nicht eingeholt werden. Aber ja, generell melden sich, habe ich so vom Gefühl her, vielleicht so ältere Gilden, ganz alte Gilden, tendenziell eher weniger für den Höllenangriff an. Kann man auch verstehen, weil der Reward jetzt goldtechnisch nicht so extrem krass ist. Hier zum Beispiel das, was wir haben, die 45 Millionen wird halt eben durch 7 Leute geteilt, die gestern hier teilgenommen haben. Also das ist wirklich nicht viel, was hier an Gold rumkommt, und man muss sich stark überlegen, ob man die 10 Pilze hierfür investieren will. Wo es sich halt her lohnt, sind halt die Höllenmarken. Wenn ihr ja, euch das hochrechnet, was hier an Höllenmarken pro Ebene pro Tag zusammenkommt, ist es schon viel auf die 10 Tage gerechnet, die der Elevator aktiv ist. Und das kann schon einen Platzunterschied machen auf jeden Fall. Also dahingehend kann man das schon nachvollziehen, aber vom Goldaspekt her würde ich euch da jetzt nicht so krank empfehlen, da so reinzuschwitzen auf jeden Fall. Ja, wenn wir jetzt mal hier zu Rising Phoenix gucken, die Guild ist auf jeden Fall besser durchstrukturiert, sag ich mal, was die Aufteilung und die Teilnahme auch im Höllenangriff angeht. Wir hatten hier gestern einen drinne, Knallnase, hat gewonnen. Hier hatten wir einen drinne, hat gewonnen. Hier hatten wir einen drinne, hat gewonnen. Hier hatten wir schon 2 drinne. Natürlich auch gewonnen. Müssen wir mal schauen, war das einigermaßen knapp mit 2 Leuten? Nö, also da hätte auch hier einer gereicht. In der 5. Ebene haben wir gewonnen mit 3 Leuten. Schauen wir mal, ob das hier ein bisschen knapper geworden ist. Ja, also Hälfte Leben ist, denke ich mir, immer noch okay, aber Hauptsache gewonnen. So, in der 6. Ebene hatten wir 6 Leute, die teilgenommen haben. Haben wir auch gewonnen. Ja, also bis zur 6 haben wir alles durch. Ich glaube, so waren wir auch bei Celtic aufgestellt. Also ich glaube, bis zur 6 haben wir, glaube ich, alles durch. Ich habe jetzt nicht ganz drauf geachtet. Und ja, dann sind wir mit dem Rest in die 7 rein. 8 ist noch nicht gut möglich wahrscheinlich, und die 7, die haben wir dann, das ja, ist dann so aufgeteilt, dass die Ebenen davor sich gesplittet haben, und die 7, da gehen halt dann alle rein, die noch übrig sind, sag ich mal. Und hier bin ich dann auch reingegangen gestern in die Ebene. Wir werden da wahrscheinlich einen kleinen Overkill gehabt haben, obwohl, ja, es geht. Wir hatten, glaube ich, jetzt noch einen übrig gehabt, oder? Wer war der letzte? Ach, Umbums war hier auch noch mit dabei. Okay, Umbums hätte auch nochmal hart gecarried. Deswegen, ja, wenn man ganz hart sein will, kann man in die 8 rein. Die 8 wurde gestern auch schon besiegt von den Endgegnern zum Beispiel. Aber da sind wir ja auch noch nicht so von der Stärke her. Wenn man sich die Gilden vergleicht, können wir natürlich mit den besten Gilden der Welt noch nicht ganz mithalten, obwohl wir schon auf Platz 6, denke ich mal, schon eine sehr starke Gilde sind, das muss man mal so sagen. Also ja, man kann schon von den besten Gilden der Welt reden, wenn man in den Top 10 ist, denke ich mal. Also von daher, F20 spielt auch F20, das ist ja auch ein lustiger Name hier. Den sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal, muss ich sagen. Wahrscheinlich auch wieder irgendeine Fusionsgilde irgendwie, keine Ahnung. Ich guck mal kurz durch, aber
Ja, okay, ein, zwei Namen kennen wir auf jeden Fall. Aber ist jetzt, ist mir jetzt zum ersten Mal irgendwie aufgefallen hier, der Name. Ja, naja, so sieht das Ganze aus. Ne? Habt ihr es auch mal gesehen? Ich gucke nochmal ganz kurz auf meinem Main, wie weit wir hier gekommen sind. Da haben wir die 1, 2, 3, 4, 5 gewonnen, die 6 gewonnen, genau. Und die 7 haben wir nicht mitgenommen. Die wir halt eben jetzt mit Rising Phoenix erreicht haben wir hier nicht erreicht. Aber wir haben auch generell deutlich weniger Leute, die hier dran teilgenommen haben. Und bei der Holzfällerhütte können wir auch nochmal ganz kurz reinschauen. Da sind wir... Oh, da haben wir einen Kampf verloren mit 4 Leuten. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Kommt natürlich auch immer drauf an, die Anzahl der Spieler, da kommt es nicht drauf an, es kommt drauf an, wer da drin ist, auch in den Raids. Ne? Die müssen natürlich dementsprechend auch stark sein. Ja, haben wir leider verloren. 4 gewonnen, 5 gewonnen. 6 sind wir noch nicht reingegangen. Ja, also da hätten wir uns definitiv nochmal anders aufstellen müssen, zumindest auf der Ebene 3 hier. Aber sind wir jetzt auch nicht von ausgegangen, dass wir die verlieren. Ja, aber hier sind wir natürlich noch lange nicht so weit wie bei den anderen Gilden, die ich euch gezeigt habe. W50 ist ja deutlich jünger. Und ja, das ist so momentan das, was gerade abgeht, auch im Hellevator, in der Hellertech. Und genau. Soll es erstmal soweit gewesen sein mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.